WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, heute in Rostock, 2018 aus Spirituosenmesse, gemeinsam mit Dietmar Schmitz von Weinwolf, Weinservice Bonn. Wir sind Importeur und Distributeur für diverse Spirituosen und haben zum Glück auch ein paar schöne Whiskys im Programm, die wir heute unter anderem vorstellen. Und ja, ich habe hier ein Shirt an von Lost Distillery. Ist ein ganz tolles Markenkonzept, super spannend. Die Produktidee für Lost Distilleries war die, dass ja um die Jahrhundertwende, 19., 20. Jahrhundert, über die Hälfte aller schottischen Distillen das Zeitliche gesegnet haben. Da gab es verschiedene Gründe, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, Prohibition, Infrastrukturnachteile, Verkehrswege. Und dann kam man auf die Idee, Mensch, da gab es tolle Whiskys, die für immer verschollen sind. Wie kann man die zu neuem Leben erwecken, wenn man jetzt nicht irgendwelche 150 Jahre alten Flaschen findet? Ja. So, und dann hat man ein Team von Whisky-Forschern, Whisky-Archivists losgeschickt, um diese Whiskys zu rekapitulieren. Die sind dann zum Beispiel dahin gefahren, wo die Distille Jericho war, in den östlichen Highlands, haben die Dokumentation, die Archive, haben alles untersucht. Es gibt ja gar kein Gebäude mehr, aber es gibt Dokumentation, was da gewesen ist. Und man hat dann verschiedene Parameter entwickelt, anhand derer ein genetischer Fingerabdruck dieser Whiskys von den Archivists dann erstellt wurde. Die Parameter sind, was hatten die für Quellwasser, was hatten die für Brennblasen, Maischebottiche, mit was für Holzfässern wurde gearbeitet, was für Hefen hatten sie verwendet, welche Gerstetypen hatten sie verwendet und in welchem Zeitfenster war das überhaupt. Und dann anhand dieser Parameter haben die auf 3 Ebenen ein Aromenprofil, Nase, Gaumen, Finish dann erstellt. Und das als Hausaufgabe dann einem Team von Blendmastern gegeben, so macht genau das, so ein Whisky. Und so wurde dann der Jericho, den es seit 1914 nicht mehr gibt, dann zu neuem Leben erweckt. Und das ist jetzt hier, glaube ich, der unterste Preisklasse, oder? Es gibt so 3 verschiedene, ich sag mal, Stufungen. Es gibt 3 verschiedene Preisklassen oder Stufen von Lost Distillery. Die Classic-Serie ist 10 bis 12 Jahre alt. Die Archivist-Serie ist 15 bis 18 Jahre alt. Und dann gibt es noch die Vintage-Serie. Da werden ehemalige Vintages, 25 Jahre alt, dann rekonstruiert. Die sind in der Holzkiste dann und kosten auch dann 200 €. Ja. Das sind diese 3 Ebenen. Und es gibt 7 Lost Distilleries in dem Konzept verteilt durch Schottland. Wir haben hier mit Jericho die östlichen Highlands. Dann haben wir mit Stratheden haben wir die Lowlands bedient, ehemalige Lowlands-Distille, die aber einen leicht getorften Whisky hat, weil die Distille Stratheden damals mit den Orkney Islands gedealt haben. Wir haben da Torf importiert, Gerste exportiert und so ist der Whisky ein bisschen torfig in der Tradition. Und dann haben wir Losset. Genau, wir schauen mal, da irgendwo ist die Lossie, also hier haben wir Losset. Okay, darfst du erzählen? Genau, Losset haben wir die ehemals größte Distille der Insel Isle of Islay. Die waren 1830, 40 waren die genauso groß oder etwas größer sogar im Flaschenausstoß als damals Lagavulin oder Ardbeg oder Bowmore oder Lafroig gewesen sind. Und ja, gibt es seit 1865 nicht mehr, haben nur 50 Jahre gemacht, sehr schade, waren aber damals sehr erfolgreich und haben einen schönen Peated Single Malt gehabt. Und ja, in der Machart sind alle diese Lost Distillery Whiskys ausschließlich aus Single Malt Whiskys komponiert, also sogenannte Blended Malt Whiskys sind das. Und wo kann man das kaufen nun, wenn man nicht auf der Whisky-Messe in Rostock ist? Ja, wir beliefern die klassischen Fach-Einzelhandelsgeschäfte, die Spirituosen-Fachgeschäfte in ganz Deutschland. Wir beliefern diverse Online-Händler und wir beliefern sehr viel Gastronomie und entsprechende Großhändler. Aber man kriegt das im Prinzip in gut sortierten Spirituosen-Fachgeschäften und natürlich zunehmend Onlinehandel. Wir selbst sind ja
Distributeur. Ja. Wir beliefern, wir sind beim Endkunden mal auf solchen Messen. Ja. Super. WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Verloren bin ich nicht, aber der Lost Distillery Company finde ich ganz toll. Zusammen mit Dietmar Schmitz. Vielen Dank. Ja, danke dir. Danke.